Heute wieder erster Tag auf der Baustelle mit gerichtetem Dach. Unser nächstes Projekt wird sein, die Öffnungen der Fenster wieder auf die Originalgröße zu bringen. Hier hinter mir sieht man jetzt bereits das Fenster, was noch komplett geöffnet werden muss. Und außerdem gibt es noch bei den vorhandenen Fenstern Öffnungen nach unten. Da wurde irgendwann mal ein bisschen hochgemauert, das wird wieder geöffnet. Und wie das im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt. Hier ist ein Fenster mal zugemauert worden. Das wollen wir wieder öffnen. Und hier unten unter den aktuellen Fenstern sieht man ganz gut an diesen helleren Steinen, dass da mal hochgemauert wurde. Und das wollen wir jetzt auch wieder öffnen. Also diese Fensterbänke müssen weg und diese hochgemauerten Steine werden wieder wegkommen. Hier ist jetzt der erste Durchbruch passiert. Jetzt geht es an die Details. Ich zeige es euch mal. Nice. Also, ich kann euch auf jeden Fall mal zeigen, wie hier der Stand ist. Hier haben wir jetzt reingelegt. Können wir schon schön durchgucken. Und das machen wir jetzt bei allen anderen Fenstern auch. Hier stehen wir jetzt vor der Fensteröffnung, die noch komplett zu machen ist. Man sieht hier oben ist ein Sturz eingezogen, das heißt wir vermuten, dass da auch kein Segmentbogen ist. Aber wir werden es jetzt mal uns genau anschauen und erstmal den Sturz stehen lassen. Und darunter dann langsam die Fensteröffnung machen.
Ja, also hier ist das leider kein Segmentboden vorhanden. Aber naja, so ist das Leben. Sieht jetzt aktuell eher so aus, als wäre da mal eine Tür gewesen. Jetzt wird die Wand hoffentlich fallen. Also das ist, würde ich sagen, eher mal eine Tür gewesen als ein Fenster. Vielleicht war dieser Teil des Gebäudes mal sowas wie ein Speicher und dann konnte man da irgendwie Dinge hochziehen über eine Seilwinde oder so. Who knows?
Situation hier draußen sieht schon ganz gut aus. Wir haben die Fensteröffnung jetzt schon fertig. Chloe ist hinter mir dabei, Steine zu reinigen, damit wir wieder eine Rollschicht aufbringen können. Und dann sind wir bald schon so weit, dass wir die neuen Fenster rein können. Schauen wir uns hier die Situation nochmal an. Also hier unten ergibt sich jetzt ein schöner Bereich, um die Rollschicht zu mauern. Der ist auf der gleichen Höhe wie beim Fenster daneben. Hier an den Seiten muss ich noch ein bisschen einzelne Steine rausnehmen und halbe Steine einsetzen. Ja, und oben muss noch der Segmentbogen hin. Ansonsten sieht es eigentlich schon ziemlich gut aus. Hier muss jetzt ein neuer Segmentbogen hin und der soll so sein wie der Segmentbogen da drüben. Also werde ich erstmal versuchen, bis zu dieser Kante die Steine auszustemmen. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, bis oben abzustemmen, weil der Segmentbogen dann letztlich auch bis ganz oben geht. Und das mache ich jetzt ganz vorsichtig. Hier sieht man von innen den Sturz. Und ja, bis hier oben werde ich jetzt öffnen. Man sieht ja hier in den Fenstern der Segmentbogen auch bis ganz oben. Das heißt, hier muss das auch so passieren. It's the money. 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 The money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money. Nicht unbedingt das beste Wetter mittlerweile, aber wir sind wieder dabei aufzumauern und das wird jetzt richtig spannend. Ach, das ist ja eine tolle Konsistenz. Gute Konsistenz. Keine Ahnung, ich habe noch nie gemauert. Muss man das nicht so anflatschen? Aber wenn man ein Profi ist. Bin ich doch. Profi. It's the money, it's the money, yeah. It's the money. Money. Ein neuer Tag auf der Baustelle. Es hat aufgehört zu regnen. Es ist Zeit, weiter zu mörteln und Steine einzusetzen. Und ich will euch ein bisschen was über den Mörtel erzählen. Das ist hier dieser Kalkmörtel, ein sogenannter historischer Mauer- und Fugenmörtel. Letztlich einfach eine Fertigmischung an Kalk, Sand und ja, wir haben das ein bisschen gegengerechnet, wenn man die
Grundzutaten kaufen würde, würde das ungefähr das gleiche kosten wie hier so eine Fertigmischung. Von daher nehmen wir diese Fertigmischung und das ist wie gesagt ein Kalkmörtel, der zur Bauzeit dieses Gebäudes passt, der nicht so hart ist wie ein Zementmörtel und daher auch den Steinen nicht schaden kann bei Frost. Genau, und den mischen wir uns jetzt einfach an nach der Anweisung auf der Rückseite. Jo Leute, ein neuer Tag auf der Baustelle beginnt und es geht mal wieder um Fenster. Und ja, es werden Fensteröffnungen noch weiter erweitert. Es wird ein bisschen gemauert. Es werden Rollschichten korrigiert. Und was das genau bedeutet, zeige ich euch jetzt. Hier befindet sich eine sogenannte Rollschicht, also so eine Art Fensterbank außen. Und hier drin sehen wir schon, es gibt so einen bisschen Höhenunterschied. Und der soll jetzt korrigiert werden. Wahrscheinlich werden hier dann die ganzen Steine rausgenommen. Und dann wird das von innen nochmal verbessert. Das Fenster hier kann man sich ganz gut angucken. Innen gibt es so eine Art zementierte Fensterbank. Die sieht eigentlich sehr schön aus. Schönes Vorbild. Und außen auch eine Rollschicht. Und dann sitzt das Fenster da innen so gegen. Hier gibt es auch noch eine Fensteröffnung zu machen. Hier ist die Fensteröffnung oben von innen. Da muss noch diese Fensterbank weg. Hier unten wird dann wieder aufgemauert. Und so soll es dann mal aussehen. Und außerdem ist hier hinter mir noch hoch zu mauern und dann kommt da der Segmentbogen. Das schaffen wir auch hoffentlich heute und das wird sehr spannend, da freue ich mich schon sehr drauf, weil sowas haben wir noch nie gemacht. Hier hinter mir sind jetzt schon Steine rausgestemmt. Und ihr seht, hier werden wieder welche eingebracht. Und das ist die letzte Vorbereitung, bevor wir zum Rundbogen übergehen.
Nun habe ich hier 2 Steine zu viel gemauert. Die muss ich wieder rausnehmen. Dann kommt der Segmentbogen. Jetzt geht es darum, den Segmentbogen zu mauern, beziehungsweise erstmal eine Vorlage, ein Template dafür zu bauen. Und da übertragen wir einen vorhandenen Segmentbogen auf eine USB-Platte, schneiden eine Form aus und werden die dann benutzen, um beim neuen Fensterausschnitt den Segmentbogen zu mauern. Alright, jetzt haben wir eine Form gebaut. Die sieht auch sehr gut aus. Jetzt geht es darum zu markieren, wo die Steine positioniert werden im Segmentbogen. Und das markieren wir uns dann quasi mit einer Linie an der Form, sodass wir gleich beim Mauern wissen, wo gemauert werden muss. Passt natürlich nicht sofort, ich muss es nochmal anpassen.
Ja, an dem Punkt muss man sagen, hier hat ein kleines Outro gefehlt. Ihr habt es gemerkt im Video, ich war sehr enthusiastisch und hatte richtig Lust, den Segmentbogen zu mauern und bin immer davon ausgegangen, dass ich das jetzt als nächsten Schritt sofort machen kann. Aber es gab noch einiges vorzubereiten und deswegen gibt es den Segmentbogen jetzt auch in diesem Video noch nicht. Aber dafür dann sehr bald. Schön, dass ihr wieder da wart. Lasst doch mal ein Like da, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, wie lange dauert es noch bis zum Segmentbogen und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!